Okay, meine lieben Freunde der leichten TV, dann waren wir wieder zurück auf den Kanal Computersachen. Und heute gehen wir wieder mal das Thema Miner an, Mining, jawohl. Und da haben wir uns mal, das heißt, da haben wir uns, ja, ich habe mir einen Nerdcore Axe Miner Hydro 4,8 Terahash zugelegt. Und der läuft auch richtig schön, man kann es ja auch sehen. 4080 8,0 Gigahash, das heißt 4,8 Terahash. Das ist das Bild, was ich von dem Miner gemacht habe. Das ist also wirklich das Gerät, was hier steht. Und ich gehe mit euch mal ein bisschen das Unboxing durch, schauen, was alles drin ist in der Kiste, wie man den ansteckt und wie man ihn denn kurz mal einrichtet. Gut, dann mal sehen Sie ein Einhandvideo. Machen wir uns die Kiste mal auf. Und schauen, was mal alles drin ist. Diese Einhandvideos liebe ich mir ganz besonders. Ja. Und hier haben wir schon mal die Bedienungsanleitung. Das ist ein richtig dicker Pappdeckel. Den kannst du zum Isolieren vom Prozessor benutzen. Das ist richtig ein Ding hier. Das ist, ja, dürfte alles drinstehen, was man so braucht. Dann haben wir unser Netzteil, 12 Volt. Schon ein bisschen was Aufwendigeres. Als wir jetzt im Vergleich zu den Bitax Gamma zum Beispiel haben. Und jetzt kommt das eigentliche Stück. Und das ist wirklich etwas größer, als ich mir das vorgestellt habe. Also im Vergleich zu meiner Hand. In den Fotos, wo ich das Ding bestellt habe, sah das nicht größer aus als ein Bitax Gamma 604. Aber der hier ist wirklich Hammer. Der hat Lüfter, der wiegt was, der hat hier unten nochmal Kühlrippen drin. Also ich glaube, das Ding ist eine kleine Standheizung. Habe ich jetzt schon so die Vermutung. Dann haben wir natürlich flüssigkeitsgekühlt, wie sich das gehört, unser Display. Kabel hängt ein bisschen ungünstig. Das ist jetzt aus China direkt bestellt. 9000 Baht, also, ja, 9000 thailändische Baht. Müsste ich jetzt umrechnen. Ich schreibe es in den Homeblog-Artikel rein, was der umgerechnet kostet. Ich weiß, Alibaba ist mal bei euch recht verschrien. Alibaba ist böse, Alibaba wird geblockt, überall und verschrien. Ich sage ganz ehrlich, hier in Thailand und Asien ist Alibaba ein ganz normaler Online-Store, wie bei euch Amazon. Nur die europäische Arroganz ist halt dazu fähig, alles zu blocken und zu eliminieren, was einem nicht in den Kragen passt. Aber das ist eine andere Geschichte. Dann würde ich sagen, schauen wir uns das Ding mal an, wie es ausschaut, wenn es denn läuft. So, gut, und so schaut unser gutes Stück aus, wenn es denn läuft. Ja, schönes Display, also mir gefällt es optisch schon mal sehr gut. Das Display ist auch schon aufgeteilt, man sieht hier auch alles. Also 4,7, 9,3 Gigahash, also das ist 4 Terahash. Das ist schon eine Leistung. Hinten auch noch mal schön mit Licht drin. Da stehen Details hier drauf. Sie aufpassen, dass wir das Teil nicht klauen, ey. Okay, Spaß beiseite. Nein, also es scheint ein gutes Gerät zu sein, macht Spaß. Und jetzt schauen wir uns mal die technischen Sachen an. Der Nerdcore Axe Miner ist ein Hydro-Miner. Effizientes Mining ist ja angesagt mit Wasserkühlung. Ich habe mich für Wasserkühlung entschieden, da es hier in Asien teilweise ziemlich heiß ist. In Europa, wo die Temperaturen regelmäßig so zwischen 25, 28 Grad maximal liegen, im Sommer mal über 30 oder sowas, ist das eigentlich total irrelevant. Kannst du theoretisch auch ganz gemütlich mit einer Luftkühlung arbeiten. Nur wie gesagt, hier bei 40 Grad in der Bude, da kannst du die Klimaanlage ganz Sache laufen lassen, du bist am Monatsende pleite, so viel kannst du gar nicht meinen. Nee, meint man sowieso nicht, aber das ist eine andere Geschichte. Die ganzen technischen Daten nochmal kurz im Überblick zusammengefasst. Dann die Konfigurations-SSID, um den Miner zuzugreifen, und die IP-Adresse, um die Config dann aufzurufen auf den Miner. Welche Vor- und Nachteile bietet uns jetzt eigentlich dieser Miner? Warum habe ich den genommen? Weil mich interessiert hat und weil ich mir mehr Leistung bei entsprechender gleicher konstanter Energieverbrauch vorstelle. Die Berechnung dazu muss ich erst machen, die laufen, muss jetzt erstmal Daten sammeln, kann man jetzt nicht einfach eine Statistik aus dem Boden stampfen, das braucht ein bisschen.
Aber die Vorteile ist extrem leiser Betrieb durch Wasserkühlung, unter 25 Dezibel. Also ihr werdet jetzt nachher im Video natürlich auch den meiner sehen und extremes Lüftergeräusch, das sind aber die 604er, die 3 Stück, die daneben stehen. Dann, es bietet uns eine hohe thermische Stabilität, platzsparendes geschlossenes System, vollständige drahtlose Einrichtung über den Betrieb via Wi-Fi. So, kommen wir zu den Nachteilen. Höhere Anschaffungskosten. Gut, so viel höher sind jetzt die Anschaffungskosten nicht. Die lagen nur 500, 600 Baht oder irgendwie sowas, irgendwie ein Trichter. Also gut, wir bestellen hier alles bei Alibaba, also von daher gesehen, du kannst ganz normal bei Amazon bestellen, ist genau dasselbe. Und sucht euch da einfach das Passende raus. Keine Kabelverbindung möglich. Den Satz kann ich eigentlich rausnehmen. Keine Kabelverbindung möglich. Ja, super. Warum habe ich den eigentlich da reingeschrieben? Na gut, ist einfach so. Wi-Fi-Abhängigkeit kann bei instabiler Funkverbindung problematisch sein. Das heißt, wenn du die Funkverbindung jetzt ein bisschen instabil ist, direkt neben der Mikrowelle deinen Miner stehen hast, dann kann das wirklich zu Problemen führen. Ansonsten kann ich eigentlich aus Erfahrung sagen, 1-2 Meter Abstand zur Mikrowelle und das passiert eigentlich gar nichts. Und ein Handy daneben tut auch nichts. Ich habe den Punkt aber trotzdem mit reingeschrieben. Vielleicht für dich wichtig. Dann regelmäßige Wartung des Kühlkreislaufs erforderlich. Da habe ich jetzt ein bisschen geschluckt im ersten Moment. Aber da kann ich dazu sagen, wenn du das System einzeln bekommst und es zusammensetzen musst, dann musst du die Anschlüsse anschließen, Kühlmittel einfüllen und die Dichtungen prüfen und so weiter. Dann hast du das Problem. In meinem Fall habe ich einen komplett fertig montierten, geschlossenen. Der ist wartungsfrei. Dann nochmal die Effizienz und Leistung. Für alle, die jetzt sagen, da hat er jetzt mal gebabbelt, 4,8 Terahash macht das Ding im Stromverbrauch. Das ist richtig, das ist, wenn man Altcoins meint, also bei Mineable zum Beispiel oder sowas. Wenn man hier aber Bitcoin da auf dem SH256 geht, dann kommt man hier auf 120 Terahash und einen Stromverbrauch von 3200 Watt. Die Wasserkühlung sorgt natürlich dafür, dass hier auch im Dauerbetrieb stabil gehalten wird, ohne dass die Chips durch Tortering gedrosselt werden müssen. Ne? Das ist auch nochmal ganz wichtig. Das heißt, meiner hat natürlich jetzt auch nochmal einen gewissen Schutz drin. Wenn es ihm zu warm wird, geht er mit der Leistung runter. Finde ich sehr effizient bei dem Ding. Bei dem anderen, kann mich noch erinnern, BitX 1366, das waren die 204er. Da war das noch so, dass die da auf Overheat gegangen sind. Und dann musste man da auflocken und das manuell wieder alles einstellen und rebooten. Fällt jetzt bei diesem Ding hier auch weg. Und wie gesagt, die Hashrate bei Bitcoin, die rechnet sich einfach ein bisschen anders. Darum sind hier jetzt auch andere Werte angegeben. Das musst du im Zweifelsfall ein bisschen googeln und erklären lassen. Das ist ein bisschen ausführlicher. Ist von Prinzip nicht so schwierig zu verstehen. Die Einrichtung erfolgt komplett drahtlos. Die gehen wir da zusammen durch. Strom in die Steckdose stecken, kriegst du hin, brauchst du mich nicht für. Heimnetzwerk kriegst du auch hin, brauchst du mich auch nicht für. Zeige ich euch, aber alles im Video. So, dann die Wi-Fi selber konfigurieren. Machen wir ganz einfach. Wir stellen die zu einem Router eine Verbindung her, zu einem Nerd Underline und dann eine Kennung und gehen dann auf die Seite 192.168.4.1. Damit können wir dann auf das Config-Interface, auf die ROI zugreifen und unsere Oberfläche dann entsprechend konfigurieren, den Miner konfigurieren, Firmware-Upgrades machen und so weiter. Das läuft dann alles über dieses Ding. So, Optimierung und Wartung, da ist auch noch Temperaturangaben mit drin, dass ihr das alles wissen solltet. Ich habe das alles in meinem Blogartikel für dich alles noch schön zusammengeschrieben und den verlinke ich dir natürlich unten in der Videobeschreibung. Und dann würde ich sagen, hüpfen wir doch mal rüber. Um jetzt die Verbindung für den Nerdminer herzustellen, habe ich euch mal ganz kurz auf Fullscreen gesetzt. Das brauchen wir jetzt einfach. Und dann müssen wir hier oben beim Mac auf dieses WLAN-Symbol klicken. Das ist jetzt beim Mac. Na, hier klicke ich jetzt drauf. Wenn du Windows verwendest, dann hast du natürlich den Gag, dass du das hier unten in der Taskleiste einstellen musst, hier unten rechts neben der Uhr. Gehen wir die Maus ein bisschen runter. Ne? Da habt ihr beim Windows PC und hier unten, wo die Maus jetzt ist, die Uhr und euer WLAN-Symbol, da klickst du dann drauf. Und dann kommst du eigentlich auch genauso dahin, wo du hin willst. So, und hier haben wir jetzt Nerd Achse und dann CF19. Das ist also quasi unser Kürzel. Das ist das, was in der Beschreibung angegeben wird mit Nerd Underline XXX. Den musst du hier auswählen. Dann wird jetzt deine normale Internetverbindung unterbrochen. Du wirst zu Nerd verbunden und jetzt muss ich dich wieder umschalten.
So, dann haben wir die ganze Geschichte mal kurz umgeschaltet. Und jetzt brauchen wir hier oben unsere HTTP 192.168. Und jetzt 4.1. Die IP-Adresse ist auf dem Blogartikel nochmal vermerkt. Die kannst du da nochmal nachlesen. Das bringt uns direkt auf die Config-Seite unseres Miners. Und da seht ihr auch schön, der steht still momentan. Da tut sich gerade überhaupt nichts. Und das liegt daran, dass wir jetzt erst einmal eine grundlegende Einstellung machen müssen. Und diese grundlegende Einstellung ist einfach Settings. Und dann müssen wir kurz hier über unser WLAN sprechen. Der Hostname ist der Name deines Miners, wie er in deinem privaten Netzwerk lautet. Dann hast du die SSID, das heißt der Name oder die IP-Adresse deines Routers. Und zu guter Schluss brauchst du das Kennwort für deinen Router, für das WLAN. OTP, das kennt ihr alle, Google Authenticator, Microsoft Authenticator. Das Ganze später konfiguriert. Ich brauche das für meine Zwecke nicht. Ich lasse das aus, da ich die Router nur bei mir im WLAN sicher betreibe. Du kannst dir das gerne einrichten. Ich meine, klauen kann dir auf dem Router, auf dem Miner keine Bitcoins, weil die liegen alle in einer Wallet und die Kennwörter sind nicht hinterlegt. Also, naja. So, jetzt habe ich es gerade noch gesehen. Hier unten steht noch Englisch drin. Das gefällt mir gar nicht. Dann machen wir noch Deutsch. So, warum ist jetzt unser Miner wieder nicht erreichbar? Das ist ganz einfach. Der Miner ist nicht erreichbar, weil wir die IP-Adresse schon... Ich kann das jetzt nicht speichern. Das ist ganz einfach. Ich habe ja die Konfiguration fürs WLAN abgeschlossen, habe das dann neu gestartet. Das heißt, der Router ist jetzt nicht mehr unter der 4.1 zu erreichen, sondern du musst jetzt kurz einen Blick auf dein Display von deinem Miner werfen. Und da wird nämlich die IP-Adresse ausgegeben, die er verwendet. Normalerweise verwendest du ja DHCP bei dir im Netzwerk. Und dann siehst du die IP-Adresse, die er dir quasi vergeben hat. Bei mir ist es jetzt hier einfach die 1.21. Und schon ist unser Fehler mit dem Router behoben und er ist wieder da und online. Guti, wir sind stehen geblieben bei Einstellungen. Deutsche Oberfläche haben wir auch. Das Fenster will ich weg haben, mich nervt das. Show this again, close. Gut, nächste Einstellung, die wir machen müssen, also hier sind wir jetzt durch, da gibt es eigentlich nichts mehr weiter einzustellen, sind jetzt hier oben unsere Pools. Du hast zwei Pools zum Konfigurieren, das können Solo-Pools meinen, das können normale Pools sein, wo er einfach zu mehreren meint. Und zwar ist das der primäre Pool und das ist der Fallback, also der Secondary Pool. Primär soll der Miner jetzt bei Unminable einfach meinen. Dafür hast du hier das Protokoll stehen, was der Miner unterstützt. Das ist das SAA 256. Dann haben wir unseren Anbieter Unminable und .com. Das wirst du auch immer wieder das System finden. Normalerweise, wenn man ein bisschen fix ist, kann man sich die Adressen ohne beim Mining-Anbieter nachzugucken selber zusammenbasteln. Dann verwenden wir den Port, also ich verwende jetzt den Port 333. Du kannst aber auch 4444 nehmen, den habe ich auch teilweise in Nutzung. Das ist reine Sache, wie du es haben möchtest. Gibt dann noch TSL-Ports und Secure Sock Layer Protokolle und da musst du dann aber wirklich bei deinem Mining-Anbieter nachschauen, was er denn unterstützt und wie du es einrichtest. Benutzername, der ist jetzt etwas interessanter. Wir wollen bei Unminable meinen. Das heißt, ich habe jetzt hier Kasper stehen, meine aber kein Kasper. Ja, ist richtig. Ich habe das richtig ausgedrückt, nicht versprochen. Du meinst Monero oder Ravencoin, wenn du Unminable meinst. Und mit diesem Symbol Kasper heißt es, ich möchte den Coin Kasper haben. Und dann werden meine Monero oder Ravencoins automatisch in Kasper umgetauscht. Der Umtausch läuft dann in die Wallet, also die verknüpfte Wallet zu deinem Mining-Account ist dann diese hier. Dann setzen wir mit einem Punkt ab, das ist der Name vom Miner, das heißt, wenn ich bei Unminable nachschaue, was meine Geräte so machen, erkenne ich die Geräte dann natürlich an diesen Namen. Der ist also rein nur intern bei Unminable sichtbar. Gut, dann haben wir noch eine Raute 5U6K-68GT. Das ist ein Referent-Code von mir, den kannst du benutzen. Dann zahlst du weniger Mining-Gebühren bei Unminable und ich bekomme ein paar Cent dazu. Werden wir im Prinzip beide nicht viel von haben, sage ich ganz ehrlich, rentiert sich also sowieso nicht. Aber Kleinvieh macht Mist. Und es lebt. Was haben wir denn sonst noch anzubieten? Passwort kannst du sagen, in der Regel ist es einfach X. So, zum Vergleich nehmen wir jetzt nochmal ganz kurz den Fallback Saluton Pool her.
Wir haben jetzt auch SHA-Pool, ist klar, weil der meiner kann nichts anderes. Er kann nur SHA 256 Protokoll. Und diesen möchte ich bei poolbinance.com meinen. Das ist hier, ne? Du siehst, ich verwende auch wieder den gesamten Port, also denselben Port. 3333. Und die ganz große Unterschied, Benutzername, den siehst du jetzt hier. Hier habe ich ewig viel drin stehen. Und hier habe ich fast gar nichts drin stehen. Das ist bloß einfach das Mining-Konto und dann der Rechner oder der Miner dahinter mit Punkt .00 und eine Nummer halt abgekürzt. Das ist der Benutzername. Der wird dann deiner Wallet bei Binance alles inklusive zugeordnet und verarbeitet. Brauchst du dich nichts weiter machen. Das hier ist absolut ausreichend, wenn du bei Binance meinst. Beim Binance Mining muss ich dazu sagen, dass Binance einer der wenigen ist, oder mehr oder weniger der einzigste, der die täglichen Mining-Gewinne auf deine Wallet auszahlt. Ja, du bekommst jeden Abend deine gemeinten Bitcoins dann direkt auf deine Wallet überwiesen. Da gibt es keine Mindestausstrahlgrenze. Du musst also jetzt hier nicht 0,0002 Bitcoin erst einmal zusammen meinen, bis du dein gemeintes Vermögen da ausbezahlen kannst, sondern du kriegst das täglich auf deine Wallet gut geschrieben. Deshalb empfehle ich Binance ja auch immer wieder an dieser Stelle. Ich möchte noch dazu sagen, es ist keine bezahlte Werbung. Ich kriege von Binance, hätte ich beinahe gesagt, einen Feuchten, eigentlich gar nichts dafür. Nee, ich kriege eigentlich nichts dafür. Und wie gesagt, wird sonst ja Probleme haben, wendet euch einfach an Binance. Ich mache da auch keinen Support für. Dann haben wir hier noch eine interessante Stelle ganz unten. Das ist Releases und Updates. Hier kann ich Beta-Versionen anzeigen, ne, welche Version gerade laufen, welche Datei verwendet wird. Dann kann ich mir noch ein Änderungsprotokoll anzeigen lassen und dann kann ich mir die neueste Version von meiner ESP, meiner Nerd-Software runterladen, beziehungsweise die neueste Web.be-Oberfläche. Ne? Wir sind dann hier zum Beispiel WebBin, das ist die eine Datei, das andere ist ESP Miner NerdQX ++bin. Das sind die zwei Dateien, die ihr immer beide verarbeiten müsst, wenn ihr den Miner updatet. Das heißt, du kannst also nicht nur die Firmware updaten oder die Web-Oberfläche, du musst beides updaten, sonst harmoniert das nicht. Gut, schauen wir uns mal noch das Dashboard kurz an. Da seht ihr jetzt, was läuft. Ist ganz klar, das sieht man ein bisschen so hier. Da war das Netzwerk kurz getrennt. Das sieht man wunderschön. Der Miner ist ja schon vorher gelaufen. Da ich die Pools ja schon konfiguriert hatte, ich will ja wissen, was ich euch hier zeige und nicht hier klicken nach Zahlen machen oder sowas. Nee. Wir haben hier die Leistung, die Eingangsspannung, ASIC-Spannung, die Temperatur angezeigt. Ist heute schon wieder, also dafür, dass es zwischen 40 und 50 Grad liegen soll, ein bisschen high, aber na gut. VR-Temp, dann Lüftergeschwindigkeit, Lüfter, ASIC-Frequenz und der aktuelle primäre Pool, der gemeint wird. Das heißt, er sagt ja auch, er meint Primärpool und er meint Caspar. Schwarm, wenn du mehrere Miner hast, dann kannst du die hier gemütlich relativ schön verarbeiten. Du kannst jetzt hier direkt auf die Config klicken, die Einstellungen bearbeiten von diesem anderen Gerät. Bei dem 21er wäre es jetzt wurscht, das wäre der eine jetzt der neue. Bei den anderen siehst du, die haben alle ganz andere IP-Adressen drinstehen. Du könntest ihn neu starten und du könntest ihn löschen. Löschen ist dann wieder ein bisschen irritierend, weil du löscht ihn nur aus dieser Liste und der taucht dann sowieso hier wieder auf. Genau, dann haben wir hier Gesamt-Terahash-Rate zum Beispiel hier oben stehen. Das ist zum Beispiel ganz schön in der Ansicht. 11,4 Terahash. In der Gesamtleistung von 197 Watt. Ja, schöne Statistik, kann man eigentlich nichts sagen. Also ich finde, meine Software haben sie eigentlich ganz gut gemacht. Sie haben sie ja sehr lange Zeit jetzt auch entwickelt. Ich habe meine ja schon seit 2 Jahren am Laufen. Und da sahen die eigentlich noch ganz anders aus. Die InfluxDB, da könnte man sich jetzt natürlich auch noch mal zu auslassen, aber die lassen wir weg. Die werden die wenigsten von euch, denke ich mal, wieder benutzen. Wenn da Bedarf ist, kann man dann extra Video zu machen. Benachrichtigung kannst du einstellen. Du kannst sagen, Watchdog wird ausgelöst. Du kannst sagen, Log gefunden. Kannst du dich dann benachrichtigen lassen. Ja, kannst du hier einrichten. Das ist sehr schön. Zum Beispiel finde ich toll, wenn du wirklich Solo-Mining machst und du findest einen Bitcoin, dann wirst du ja sofort benachrichtigt werden über dein Gewinn. Na, deine Freunde wollen ja gleich sofort mit deinem Geld versaufen und nicht erst morgen. Sicherheit. Hier kannst du deinen OTP-Status, also deinen Google Authenticator, beziehungsweise Microsoft Authenticator oder was immer du auch verwendest, noch hernehmen, einen QR-Code scannen und das Ganze dann verbinden.
Das zum Thema Sicherheit. Unser System bietet uns noch eine Übersicht. Welcher meiner das wir haben? Betriebszeit, letzter Reset, Software Reset, dann Connect ist hier gut, dann die MAC-Adresse, ja, und wie viel Speicher, dass wir denn noch so frei haben, welche Software so drauf ist. Und die Logs können wir uns auch noch anzeigen lassen. Zeige ich hier auch noch schnell, weil das sind wir eigentlich schon fertig und durch. Logs Filter löschen, Stop Scrolling. Hatte ich in der letzten Version auch schon bei den 601 meine, bei den Gamma, die haben hier auch nichts angezeigt. Wenn man jetzt die Seite aktualisiert, zeigt das glaube ich an. Jetzt probieren wir mal aus. Da ist noch irgendwie so ein Buggy drin. Jetzt lädt er das neu, Anzeige los. Filter löschen, nein. Ja, okay, gut. Tolle Logdatei, Vorführeffekt, funktioniert nicht, gut. Vielleicht beim nächsten Mal. In diesem Sinne hoffe ich, das Video hat dir gefallen. Über einen Daumen nach oben würde ich mich sehr freuen. Ein Abo für den Kanal wäre riesig. Und wenn du die Glocke aktivierst, verpasst du auch kein weiteres Video mehr auf diesem Kanal. Dann produziere ich die Videos für dich natürlich in meiner privaten Freizeit, auf meinen privaten Kosten und mit meinem privaten Equipment. Und wenn du das gut findest, was ich hier tue und diesen Kanal gerne unterstützen möchtest, findest du Spendenlinks am Ende der Videobeschreibung. Solltest du weitergehende Probleme mit deiner EDV, mit deinem Netzwerk, mit deinem Einzelplatz, mit deinem Notebook, mit deinem PC, mit deinem Server, mit deinem EDV allgemein haben, kannst du dich vertrauensvoll an die KSC wenden. Da wirst du geholfen für 25 € die Stunde, ohne Vertragsbindung, ohne Abo, ohne Ecken, Haken und Ösen, Auftrag gegen Rechnung und gut ist das. In diesem Sinne, gehabt euch wohl und bis zum nächsten Video.